Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich, wie man das ihr eingeschaltet habt. Schaut mal her, ich habe mal wieder ein Paket bekommen. Und was drinnen ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Ihr wisst es schon, denn ihr schaut ja quasi aus der Zukunft zu. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe natürlich, dass es die Forerunner 165 ist. Im heutigen Video werde ich die Uhr mit euch gemeinsam unboxen. Wir werden uns einen ersten Eindruck von der Uhr verschaffen. Anschließend werde ich eine kleine Runde laufen gehen und euch dann die ersten Ergebnisse präsentieren. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. So meine Lieben, hier sind wir wieder und das ist die Verpackung. Garmin in letzter Zeit eher ein bisschen minimalistischer. Interessanterweise ist, dass die Verpackungen noch nicht mehr verschweißt sind. Das heißt, wir machen hier mal auf, wenn wir es schaffen. So, eine Seite ist offen, sehr gut. Dann schauen wir mal, was wir da Schönes drinnen haben. Ja, natürlich falsche Seite. So gehört es. Bitte schön. Da haben wir sie. So, kommen wir zur wesentlichen Sache, zwar zur Uhr. Wir geben die jetzt hier runter. So. Schauen Sie uns an, bevor wir uns die Uhr im Detail anschauen. Für mich das Allerbeste, ich liebe es. Ah, herrlich. Schutzfolie abziehen. So. So sieht die Uhr aus. Von hinten. Ich habe sie in dieser schwarz-grauen Variante gewählt. Ich bin da immer ein bisschen wenig kreativ. Aber die passt halt dann auch überall dazu. Die Uhr hat ein 1,2 Zoll großes Display. Selbst das Gehäuse ist 43 mm und ich glaube 11,6 mm dick, wenn ich mich recht entsinne. Beziehungsweise das Gewicht mit den Bändern sollte 39 Gramm sein. Wunderschönes AMOLED-Display, schöne Animation am Anfang. Ganz kurz nur, wir haben ganz klassisch die zwei Knöpfe auf der einen Seite bzw. drei Knöpfe auf der anderen Seite. Die Taste rechts oben ist zum Starten der Aktivitäten. Hier kommen wir immer zurück. Hier können wir rauf und runter gehen. Beziehungsweise die Taste links oben bringt uns in ein Schnellmenü. Ich würde sagen, ich werde jetzt die Uhr mal einrichten und wir schauen uns dann das Menü an. Also, so, ich bin wieder zurück. Die Uhr ist eingerichtet. Wie man sieht, haben wir hier diese diversen Steuerungen. Also ich habe meine Laufleistung, Erholungszeit, HV-Status, Benachrichtigungen, Wetter, Musikfunktionen, Bodybatterie, die Herzfrequenz, Schritte, meinen Schlaf bzw. Nickerchen und hier habe ich sozusagen, wie viele Kilometer ich die Woche gelaufen bin. Ich werde die Uhr jetzt mal runterlegen und euch ein bisschen ranholen. So ein bisschen besser zum Sehen. Wie gesagt, ich habe bei dem Punkt Bearbeiten noch die Möglichkeit, weitere Steuerungen hinzuzufügen. Schauen wir uns das mal kurz an. Wenn wir auf das Plus gehen, sieht man Atmung, Etagen, Frauengesundheit, Health Snapshot, Intensitätsminuten, Kalender, Kalorien, letzte Aktivitäten, letzte Radtour, Schwimmen, Primärzielprotokoll, Stress, Wettkampfkalender, beziehungsweise kann man sich im IQ Store dann weitere noch herunterladen. Etwas, das mir auf jeden Fall sehr positiv auffällt, ist, dass das Glas flach ist und nicht gewölbt, wie es zum Beispiel bei der Forerunner 265 bzw. Forerunner 965 ist. Also das finde ich schon sehr positiv, weil ich persönlich halt auch die Eigenschaft habe, gerne mal irgendwo anzulaufen und so schützt die Lünette dann das Glas besser. Für viele, die es interessiert, hier ein Größenvergleich mit der Coros Pace 3. Also die sind relativ gleich groß. Ich glaube, die Coros Pace 3 hat vom Gehäuse her einen Durchmesser von 42 mm, die Forerunner 165 hat 43 mm. Von der Dicke her sind sie ziemlich gleich, nur so viel kurz am Rande, es wird dann ein eigenes Testvideo dazu geben, wo ich beide Uhren gegeneinander antreten lasse. Das kommt dann in den nächsten Wochen. So viel jetzt mal kurz zur Uhr. Also wie gesagt, das Display schaut
wunderbar aus. Von der Akkulaufzeit soll die Uhr im normalen Gestenmodus bis zu 11 Tage schaffen und ich glaube mit GPS-Messung bis zu 19 Stunden. Das werde ich jetzt natürlich die nächsten Tage und Wochen testen und euch dann berichten, wie gut sich die Uhr wirklich schlägt, beziehungsweise wie die realen Werte dann sind. Auf der Rückseite sehen wir den Elevate Generation 4. Das ist nicht der aktuellste Sensor. Der ist im Prinzip nur auf den hochpreisigeren Modellen von Garmin verfügbar, aber das heißt nicht, dass er wirklich schlechter ist. Ich werde jetzt die Laufschuhe anziehen und eine kleine Runde laufen gehen. Viel Zeit habe ich heute leider nicht, aber eine kleine Runde geht sich aus und euch dann im Anschluss die ersten Daten von GPS-Genauigkeit und Pulsmessung präsentieren. So, zack und ich bin wieder zurück. Und wie sich die Uhr bei meinem ersten Lauf geschlagen hat, das zeige ich euch jetzt. So, und hier sehen wir das Ergebnis meines Laufs. Das war ein flotter 5-Kilometer-Lauf, das heißt nicht großartig irgendwelche Intervalle, sondern einfach nur Uhr einschalten und Gas geben. Auf der einen Hand hatte ich die Forerunner 965 und auf der anderen die Garmin Tactix 7, die war mit dem Brustgurt verbunden. Man kann natürlich ganz am Anfang erkennen, dass der Brustgurt hier den Puls natürlich schneller erkennt, das hat sich aber dann relativ schnell eingependelt. Es gab dann nur bei Kilometer, ja, so 1 bis 1,5, einen Moment, wo der Brustgurt etwas höher lag als die optischen Messungen der Forerunner 165, aber beim restlichen Lauf sind beide Uhren eigentlich wirklich ident. So ein Ergebnis habe ich mir aber auch erwartet, da der Elevate Generation 4 ja bekanntlich ein sehr guter Sensor ist. Wie hat sich die Forerunner 165 bei meiner ersten GPS-Messung geschlagen? In Orange sieht man hier eben die besagte Forerunner 165, in Blau die Tactix 7 AMOLED Edition. Man muss dazu sagen, dass die Tactix 7 einen Multiband-Chip verbaut hat. Das ist sozusagen der Goldstandard in der GPS-Messung. Die Forerunner 165 hat das nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man sich nicht beschweren. Das Ergebnis ist wirklich ein gutes. Es gibt kaum irgendwelche Ausreißer. Die Uhren sind hier einfach sehr oft nebeneinander gelaufen, parallel gelaufen und im Endeffekt war die Distanz von beiden Uhren sehr, sehr ähnlich. So, der erste Eindruck, der schaut ja schon mal nicht so schlecht aus, aber wie gesagt, es ist nur ein Ersteindruck. Ich werde mit der Uhr die nächsten Tage noch sehr viel laufen, ich werde eventuell Radfahren, Krafttraining machen und euch dann in meinem richtigen Testvideo meine endgültigen Ergebnisse präsentieren. Ich habe auch zwei weitere Videos geplant. Auf der einen Seite möchte ich die Forerunner 165 gegen die Coros Pace 3 antreten lassen, um zu schauen, welche Uhr das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis liefert. Und auf der anderen Seite möchte ich die Forerunner 165 mit der 265 vergleichen, um euch zu zeigen, wo die Unterschiede liegen. So, und das war's auch schon von mir. Wie gesagt, es ist nur ein Ersteindruck-Video, um euch einfach ein paar Impressionen von der Uhr zu geben. Mein richtiges Testvideo, das folgt noch. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt machen, denn dann werdet ihr informiert, wenn das Video dann online geht. Natürlich würde ich mich wie immer auch über ein Like freuen und falls ihr Fragen zur Uhr habt, dann könnt ihr mir sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wie immer wünsche ich euch alles, alles Liebe. Bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.